Auswandern nach Französisch-Polynesien. Ja, ich zeige euch die Vor- und die Nachteile, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, nach Französisch-Polynesien, Tahiti oder Moorea oder eine andere Insel auszuwandern. Ich bin hier auf Moorea und ich zeige euch auch den zweitgrößten Supermarkt, denn das ist eines der wichtigsten Entscheidungen, welche Lebensmittel und zu welchen Lebenserhaltungskosten kann man hier leben. Ich bin Matthias und das ist Alethics. Hier geht es um die Kraft deiner Wahrheit. Dialektik beschäftigt sich mit der Wahrheit. Und bei Alethics geht es darum, die Kraft der Wahrheit zu nutzen, um ein gesünderes, erfüllteres und glücklicheres Leben zu erschaffen. Und bei der Kraft der eigenen Wahrheit geht es früher oder später auch um das Thema Ort. Wo lebe ich und was macht dieser Ort mit mir? Hilft mir der Ort, wo ich lebe, aufzublühen, mir die Wünsche und Ziele zu erreichen, die ich habe, oder zieht er mich eher runter, bereitet er mir Sorgen oder fühlt sich das Leben generell schwer an? Wenn das so ist, dann schaut euch mal das Thema Astrokartografie an. Wir bei Alethics, wir haben uns das Thema speziell angesehen für Relokation. Das heißt, du möchtest auswandern, möchtest die andere Orte suchen, dann lass die Orte doch mal checken, ob sie zu deiner Persönlichkeit passen würden und welche Veränderung sich ergeben würde langfristig, wenn du an diesem Ort wohnst. Ja, auch im Paradies gibt's mal schlechtes Wetter, so wie ihr das sehen könnt, aber so schlecht ist es gar nicht. Es hat immerhin noch 28 Grad, aber es ist bewölkt und regnerisch, wie ihr heute seht. Es ist gerade März, das bedeutet, wir haben hier Ende des Sommers und das bedeutet Regenzeit. Es regnet ab und zu öfters hier im Sommer, in der Regenzeit. Die trockene Zeit ist dann eher so Mai bis November. Das ist dann auch die Walseason, wo man hier im Meer mit wunderschönen Walen tauchen kann. Es ist echt eine fantastische Insel. Ihr seht, Nationalsport hier ist Wa'a. Also das sind diese Kanus, mit denen alle herumfahren. Das bedeutet, wenn ihr wassersportaffin seid, ist das die perfekte Insel. Das ist urprinzipiell 12, neptunisch. Es ist, Mystik liegt hier in der Luft und das Element Wasser, das Element der Gefühle, das ist hier überall präsent. Der große Vorteil an Französisch-Polynesien für EU-Staatsbürger ist, dass jeder EU-Staatsbürger hier ohne Visum einreisen darf und auch bleiben darf. Er muss sich nur nach 3 Monaten hier einmalig registrieren am Amt. Das kann man in Moorea machen, das kann man in Tahiti machen. Und dann darf man sozusagen hier bleiben. Das ist die aktuelle Situation. Informiert euch aber, wie es aktuell aussieht. Das ist März 2026. Und dann darf man hier ein Business eröffnen, man darf hier sich frei herumbewegen, man darf mieten, man darf alles machen, was man in der EU auch machen darf. Es ist nicht EU, rein technisch gesehen, sondern es gehört zu Frankreich, ist eine Außenkolonie von Frankreich. Es gelten aber viele EU-Gesetze, sind einfach umgewälzt. Es gelten keine EU-Gesetze, aber es wird sehr viel wie in der EU gehandhabt. Und es gibt natürlich auch Nachteile. Der große Nachteil ist, wenn man zum Beispiel nicht Französisch spricht, Nationalsprache Französisch, Zweitsprache oder Erstsprache müsste man eigentlich sagen, ist Tahitianisch. Und Englisch, ab und zu spricht jemand Englisch, aber die Englischkenntnisse hier sind nicht sehr, sehr stark. Das heißt, mit Französisch und Tahitianisch kommt man hier besser zurecht. Ich spreche weder Französisch noch Tahitianisch. Ich habe mich durchgekämpft mit Englisch. Es geht auch, ja, wenn man Geduld hat, wenn man empathisch ist und versucht, sich, wie es auch geht, zu verständigen. Und ich liebe diese Insel. Moorea ist eine ganz spezielle Insel. Ich habe viele weitere Videos gemacht. Schaut mal rein, was es hier alles zu sehen gibt über Moorea, wenn euch das Thema interessieren sollte. Wir schauen uns jetzt den zweitgrößten Supermarkt an. Der ist gleich hier vorne. Ein Super U nennt sich der. Der ist in Pau Pau. Da bin ich gerade, Pau Pau auf Moorea. Und die Lebensmittelpreise, da dürft ihr euch mal sehr, sehr festhalten, denn die können euch vom Hocker hauen. Let's go. Das ist die Währung in Französisch-Polynesien, nennt sich Pazifische Franc und keine Euros, sondern Pazifische Franc, wunderschön designt, wie ihr das hier seht, ja, mit den Statussymbolen der Insel sozusagen, also eine wunderschöne Währung. Und vom Wert her zum Euro, es ist ein fixer Umwechselkurs, der ändert sich nicht, es ist fix gebunden an den Euro und in etwa könnte man sagen, 5000 Pazifische Francs sind etwa 50 Euro. Nicht ganz genau, es sind 46 oder sowas in die Richtung, könnt ihr nachrechnen, aber um den Daumen herum sind, das kann man sich merken, 50 Euro, das wären dann 5 Euro.
das wären dann 10 Euro und eine 50 pazifische Cent Münze wären dann so um die 50 Cent. Ich zeige euch ganz speziell diesen Supermarkt, denn dieser Supermarkt ist der zweitgrößte, aber günstigste Supermarkt. Das bedeutet, ich zeige euch nicht kleine Supermärkte, sondern der ist tatsächlich relevant, wenn ihr so günstig wie möglich hier unterwegs sein wollt und die größtmögliche Auswahl haben möchtet. Schauen wir mal hier rein. Also hier haben wir 7 Euro, ne? 765 für dieses schöne Ajax hier. Hier geht's weiter. Hier haben wir Waschmittel. Hier so um die 25 Euro für das Waschmittel. Das sind die Preise. Hier kommen wir mal zum Klopapier. Auch vielleicht eine ganz wichtige Sache. Das günstigste habe ich immer gekauft hier. Ca. 5 Euro für 6 mal 12. Ja. Kommen wir mal zu Seifen und Seifen. Was haben wir hier? Shampoo, 5, 6 Euro. Hier ein Deo, Reebok Deo, 6,50 in etwa. Zum Rasieren, was haben wir hier? 8, 9 Euro. Gillette-Klingen hier Mach 3, sind bei uns auch teuer. Ja, eine Head & Shoulders zum Beispiel hier. Ca. 11 Euro. Ja, man merkt, die Preise hier, die sind etwas höher. Ihr müsst euch vorstellen, das Thema ist einfach, wir sind hier auf einer Insel, die ganzen Produkte sind alle mit dem Schiff hierher transportiert worden und deswegen hat man einfach hier höhere Preise. Schauen wir uns mal ein Coca-Cola an. Das ist hier im Angebot, kostet nur 4 Euro circa. Ja, hier 6er Coca-Cola, ca. 13 Euro. Spannend. Monster Energy Drink, auch spannend, 5 Euro. Ein Sprite, ja, wenn man etwas gesünder sein möchte, gibt es hier auch für ca. 3,50. Das ist einer der günstigsten, den man hier kaufen kann. Ansonsten Rotui ist die Eigenheimmarke hier. Die ist tatsächlich, die Factory ist hier, aber der Preis ist, es wäre vom Ausland. Schauen wir mal weiter, das ist ganz normal. Regale sind hier ab und zu leer. Das kann natürlich passieren. Auf einer kleinen Insel, da gehen Dinge manchmal aus. Man darf sich hier nicht wundern. Zum Beispiel Eier sind immer ein heiß begehrtes Thema, sind meistens aus, gibt es nur einmal in der Woche. Dann sollte man sich für diese eine Woche eindecken. Hier vielleicht Kekse. Meine Lieblingskekse auf der Insel waren diese hier, kennt man aus Frankreich. Preis war nicht ganz so attraktiv. 7 Euro für diese Kekse ist schon etwas heftig. Ja, Kakao ist vielleicht noch wichtig. Das ist der einzige Kakao, den es hier gibt. Ich habe ihn mir im Bio-Supermarkt gekauft, weil er besser ist. Er ist da zwar noch mal etwas teurer, aber natürlich von der Qualität her um einiges besser. So, schauen wir mal. Wichtige Sachen. Mehl. Mehl ist, glaube ich, mal eine wichtige Sache. Und Reis. Reis ist ein Thema. Reis ist relativ günstig hier. 2,50 Euro, 2,90 in etwa. Brauner Reis, ca. 3,50. Also Reis ist hier nicht ganz so das Thema. Es gibt auch ganz, ganz günstigen Reis. Das ist eines der günstigsten Lebensmittel hier überhaupt, die ich gefunden habe. Nur 1,20 Euro in etwa. Das ist wirklich spitze. Wenn man hier etwas hochwertigeres Mehl haben möchte, nimmt man das hier um die 4 Euro. Aber das ist auch echt gesund, das ist wirklich gut, habe ich immer gekauft. Spannend, man kann auch sehr, sehr günstiges Mehl hier kaufen. Das ist aber versetzt mit anderen Stoffen, da sind sehr viele Sachen drinnen. Tut nicht gut, habe ich probiert, macht sehr, sehr müde, wenn man Pancakes damit macht, aber ist natürlich extrem günstig. Was kann man sich noch anschauen? Ja, Salz ist vielleicht wichtig. Salz wäre noch wichtig. So diese Grundsachen, ja, oft sind die Sachen aus. Hier Salz 4 Euro in etwa für das hier. Das günstigste, was geht, ist ja ca. 3 Euro für das hier. Salz ist auch relativ teuer hier, muss man sagen. Olivenöl, Öl auch sehr, sehr teuer. Wobei, hey, das ist günstiger gerade.
ist gar nicht so schlimm. Ja, kostet bei uns auch bald so viel. Hier größere um die 12 Euro. Ja. So. Was mich wirklich von den Hocken gehaut hat, ist Brokkoli. Gibt es gerade gar nicht, aber Brokkoli kostet so um die 10 Euro. Das ist echt heftig. Was gibt es hier sonst noch? Salat, auch relativ teuer, 7 Euro. Ja. Hier auch, ja, also solche gesunden Lebensmittel sind hier relativ teuer. Sehr, sehr teuer. Relativ ist eigentlich das falsche Wort dafür. Sehr, sehr teuer. Was relativ günstig ist, ist Tofu. Der schmeckt auch ganz gut. Um die 5 Euro. Ist noch relativ günstig hier. Hier Nüsse. Wenn man hier, ja, Haselnüsse um die 10 Euro. Mandelpulver um die 10 Euro. Spannend. Kartoffeln gibt's hier auch. Pro Kilo, die sind sehr, sehr günstig. 3,50 Kartoffeln. Also das ist ganz gut. Äpfel kann man sich auch noch kurz anschauen. 6,80 Pomme Gala. Hier ja, wird natürlich alles importiert. Deswegen auch der hohe Preis. Es gibt leider wenig tropische Früchte hier. Da war ich selber sehr enttäuscht, dass es nicht so super viele tropische Früchte gibt. Ab und zu gibt's hier Ananas und Mangos, aber nicht oft. An den Ständen draußen gibt es sie, aber wahnsinnig teuer ebenfalls. Also Lebensmittel sind hier in Französisch-Polynesien sehr, sehr teuer. Fisch ist geradeaus, der, den ich euch zeigen wollte, Regal leer. Es gibt hier noch einen. Ja. Fisch kann man relativ günstig haben. Für 7 Euro für eine ganze Familie, 7, 8 Euro kann man Fisch für eine ganze Familie kaufen. Einheimischen Fisch allerdings. Ja, Tiefkühlpizza kann ich euch nicht empfehlen zu essen. Einerseits, ja. Ihr müsst einfach ein bisschen auf eure Gesundheit schauen. Ne? Also Tiefkühlpizza bitte nur einmal die Woche, okay? Nein, einmal im Monat. Ja, aber die Preise sind, also hier verzichtet man sehr, sehr gern auf Tiefkühlpizza. Bei 11 Euro für eine Tiefkühlpizza, die nach genauso schmeckt wie bei uns, nämlich nach 50 Cent, ist einfach nicht wert. Ja, hier kann man noch etwas sparen, wenn man sich ja, Hühnchen kauft. 11,50 Euro für Hühnchen. Also, ja, schauen wir uns mal den Fisch hier an. Da sieht's von den Preisen her heftig aus natürlich, ja. Also, diese Sachen hier sind 18 Euro, 22 Euro, 13 Euro. Also heftig. Schauen wir mal Milch. Hier haben wir die Milch, vielleicht auch wichtig. Kann ich euch auch nicht empfehlen. Milch ist nicht wirklich gesund, weil Milch sollte für die Kuh sein. Aber gut, da darf jeder eine andere Meinung haben. Relativ günstig hier zu haben. Ihr seht, das ist ganz in Ordnung. Eier sind, ja, wie gesagt, leider alle aus. Kommt nur 1- bis 2-mal die Woche. Wasser ist auch relativ teuer, wenn ihr das seht. Circa 13 Euro. Hier etwas günstiger, 8 Euro. Es geht noch etwas günstiger. Wo sind wir? Ja, hier. Ja, 7 Euro. Aber Wasser, ihr seht, Wasser ist teuer, obwohl es hier gutes Wasser gibt. Es gibt in Moorea eigene Berge und es gibt auch Quellen, wo man an der Straße, Brunnen, wo man Wasser holen kann, was die Einheimischen auch alle machen. Ich glaube, nur die Touristen kaufen hier Wasser. Aber die Einheimischen haben viele Brunnen auch auf ihrem Grundstück oder Filtermaschinen, die einfach das Leitungswasser hier filtern. Was kann ich euch noch zeigen? Was vielleicht wichtig ist, sind Proteine. Ja, Proteine kann man sich hier grüne Linsen kaufen, die sind enorm günstig. Ein kleiner Tipp, für 1,50 in etwa bekommt man hier 500 Gramm, ein halbes Kilo Proteine, und zwar 25 Gramm pro 100. Also das ist echt spitze. Was gibt's noch Wichtiges zu sagen? Pasta kann man relativ günstig haben. Ihr seht hier 2 Euro für die Pasta. Auch ja, hier Super U Eigenmarke 1,80. Wenn man etwas hochwertigere Pasta haben möchte, beziehungsweise Proteinpasta, zahlt man dann so Preise um die 5, 6 Euro. Aber die normale Pasta, die ist sehr, sehr günstig zu haben. So ein Maßriegel, was kostet der? 2 Euro. Okay.
So, was ich brauche, ist hier Maple Syrup. Und da habe ich ein wirklich günstiges gefunden. Normalerweise habe ich immer diesen Preis hier bezahlt. Aber hier, bei dem Supermarkt, gibt's eben von der Eigenmarke Super U dieses Maple Syrup. Und das kostet weniger, nämlich nur 8 Euro. Ja, yippie. Die Preise, am Anfang haben sie mich wirklich schockiert hier. Die sind echt heftig. Auch die leeren Regale, die man hier oft sieht, ja, wenn Dinge einfach fehlen, ist man nicht gewohnt. Zumindest noch nicht in Europa, aber hoffentlich kommt das auch nicht. Ja. Zahnpasta, Zahncreme kriegt man relativ günstig, sage ich mal. Ich bin da nicht mehr schockiert, das sind 2 Euro. Die ist zwar nicht gut, eine, die wirklich gut ist, die ich empfehlen kann. Wo haben wir sie denn? Etwas natürlicher, nicht so künstliche Sachen, die ist natürlich aus. Ja. Nein, hier ist sie. Die Colgate hier ist nicht perfekt, aber die beste, die ich hier gefunden habe. Circa 2,40 Euro. Das ist okay. Das ist okay. Ja, auch die Preise sind okay. Da habe ich in Australien, in Sydney, schlimmere Preise für Zahnbürsten gesehen. Das haut mich jetzt nicht so vom Hocker, also das ist akzeptabel. Aber ihr seht, so gewisse andere Lebensmittel, die sind dann auch noch sehr, sehr teuer, gerade wenn man so gesunde Säfte haben will. 6 Euro für 1 Liter. Das ist schon etwas zu viel, muss ich sagen. Ja. Selbst wenn man einfach nur ein Sprite will. Ja, 3,90. Yep. Sprite kann ich auch nicht empfehlen. Ja. Aber hey, wer es gerne mag, bitte rein damit, so schlimm. Viele unterschätzen das, ja. Also ja, wenn man sich halbwegs gesund ernährt, darf man auch mal ein Sprite trinken oder 2 oder 3. Überhaupt kein Problem, der Körper kann damit super gut umgehen. Es geht eher darum, dass man die wichtigen Sachen beachtet, wie wann konsumiere ich etwas, ist wichtiger als was. Einen kleinen Geheimtipp habe ich noch für euch und das sind Nüsse. Die sind leider aus. Hier gibt's nämlich für 1,55 gibt's Nüsse. Und zwar Erdnüsse und die sind super proteinhaltig und das ist echt ein Spitzepreis für die Proteine. Ja, next time. Hier noch vielleicht Käse, auch wieder sehr, sehr viel leer. Was haben wir hier? Parmesan, 4,80 Euro, 4,50 Euro. Mozzarella hier, ja, 10, 11 Euro. Hier, das ist etwas günstiger. Was kostet das? Doch nicht günstiger. Reiner Emmentaler hier geschreddert. Das ist schon ein Witz der Preise. Ja, das so zum Fazit. Also wenn ihr hier in Moorea leben wollt oder in Französisch-Polynesien, dann seid gefasst auf hohe Lebensmittelpreise. Es gibt viel Auswahl in den größeren Supermärkten, die ist relativ gut. Selbst die Moorea hier, ihr seht, die Auswahl ist eigentlich spitze. Es gibt den einen größeren Supermarkt, wie gesagt, das ist ein Champion, aber da sind die Preise einfach teurer. Und ja, vielleicht für die, die es noch wissen wollen, hier Alkohol können wir uns noch anschauen. Alkohol ist hier wahnsinnig teuer, aber gut, das ist auch eine Whiskyflasche, so wie ich sie noch nie gesehen habe. Normale Flaschen hier aber auch 50 Euro für diese Flasche. Alkohol ist ein eigenes Kaliber hier. Ja, sehr teuer. Gibt natürlich günstigeren Alkohol hier. Ja, Wein, Wein ist günstiger. Ja, das zu Französisch-Polynesien. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne ein Like und könnt mich auch gerne unter diesem Ko-Fi-Link hier unterstützen. Ich reise um die Welt, probiere Astrokartografie aus und arbeite an der Alethic, das ist die Lebensphilosophie der dezentralen Wahrheit, für ein gesünderes, erfüllteres und glücklicheres Leben und eine glücklichere, gesündere Gesellschaft für uns alle. Ich bin Matthias und das ist Alethics. Wir sehen uns im nächsten Video und bis bald.